Gedenkveranstaltung teilnehmen dürfen. Ich sage einfach kurz an, was wir spielen. Sie hören jetzt von Wolfgang Amadeus Mozart, das aus dem Duo für Violine und Viola in D-Dur, den zweiten Satz. Halt. Liebe Nachfahren der Familien Ledermann und Citroen, sehr geehrte Frau Schwarz, Kulturattaché der amerikanischen Botschaft,
sehr geehrte Frau Veronika Nehm, Leiterin des Anne-Frank-Zentrums hier in Berlin. Sehr geehrter, er ist noch nicht da, aber er wird, denke ich, uns in den nächsten Minuten erreichen, Herr Ronald Leopold, Leiter des Anne-Frank-Zentrums in Amsterdam. Sehr geehrte Mitglieder des Heimatvereins Üdelhofen und sehr geehrte Mitglieder der Stolperstein-Initiative Stierstraße, sehr geehrte Frau Petra Michalski und Franz Michalski, sowie herzlich willkommen alle Aktiven aus Tiergarten Süd, aus der Initiative Jüdisches Leben und Widerstand, die sich im Rahmen der Initiative engagieren, und interessierte Anwohnerinnen aus der Nachbarschaft. Mein Name ist Gabriele Holitschke und zusammen mit Bergis Schmidt-Eri und Mary Bianchi von der Initiative, von der Stolperstein-Gruppe in Mitte, haben wir im September 2020 begonnen mit monatlichen Veranstaltungen, in denen wir uns mit dem ehemaligen, dem vergangenen, aber auch dem gegenwärtigen jüdischen Leben hier im Tiergarten Süd auseinandersetzen. Wir haben im Rahmen dieser monatlichen Veranstaltung uns zum Beispiel damit beschäftigt, mit dem Psychoanalytischen Institut in der Körnerstraße, was 1921 gegründet wurde von einem Schüler von Sigmund Freud, aber auch zum Beispiel mit der Malerin Julie Wolfthorn, deren Stolperstein in der Kurfürstenstraße 50 liegt und die auch in einem Konzentrationslager verstarb. Mit einer Motivation, sich für das jüdische Leben, auch das Gegenwärtige, hier im Tiergarten Süd zu engagieren, ist, dass wir auch sehen, dass es nach wie vor Konflikte gibt, dass Rassismus oder Nationalismus auch in der heutigen Stadtgesellschaft präsent ist. Und wir möchten mit den Veranstaltungen und mit der Beschäftigung, auch mit dem, was hier an blühendem Leben vor geschätzt 80 Jahren hier noch, oder vor 90 Jahren eigentlich möglich war. Also wir möchten damit einfach auch die Leerstellen zeigen, die durch den Nationalsozialismus hier entstanden sind, und wir möchten Anwohnende aktivieren, sich verstärkt damit auseinanderzusetzen, denn nur wenn man, oder viele kleine Schritte führen zum Ziel, also das heißt Sensibilisierung und Aktivierung ist uns auch im Rahmen der Initiative sehr wichtig. Und dass sich dieses Gebiet also durch den Nationalsozialismus und durch das furchtbare Ende des Zweiten Weltkrieges verändert hat, merkt man zum Beispiel auch, wir sitzen hier eigentlich in der Straße Blumeshof. Denn diese Straße führte von der Lützowstraße hoch zum Kanal, war doppelseitig bebaut, und auch viele Menschen jüdischen Glaubens wohnten hier. Diese Straße wurde im Rahmen der Bombardierung und praktisch auch des Krieges bis auf 2 Häuser zerstört, und der Senat von Berlin beschloss dann quasi in den 50er Jahren diese Straße aufzugeben, und es entstanden die Gebäude inklusive auch der Jugendherberge auf diesem Gelände. Und wir wollen uns damit beschäftigen, weil wir einfach diese Wichtigkeit sehen, dass ja, Demokratie bedeutet auch, dafür einzutreten, und bedeutet auch, sich eine Haltung zu erarbeiten. In diesem Sinne ist es uns eine wirklich große Freude,
dass wir Familienmitglieder der Familien Ledermann und Citroen hier in Berlin begrüßen können und dass es auch morgen dieses Gespräch mit Gymnasiasten des Tiergartengymnasiums geben wird, weil wir es absolut wichtig finden, eben die Erinnerung wachzuhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good afternoon, everyone. Excuse me for addressing you in English. I saw in the invitation that some of you have been prepared for it. And for sure the family from the Ledermann from the US would maybe prefer me to speak English. But I will do my Ansprache in Deutsch. I just want to apologize for my late arrival. And as you can see, I had some issues here with getting here. Because of the weather and because of lack of taxis. So I do apologize for being late, and I do apologize especially to you, ma'am, for being late and not being able to listen to your interesting words. So please, let me see if I'm sorry, I'm rushed by bus and by foot to come here just in time. So. Never mind, we're here, and if I also find my glasses, then I'm all set for you. Good, okay. So my name is Ronald Leopold. I'm the Executive Director of the Anne Frank House in Amsterdam. I did not come by bus and flew from Amsterdam, but from my hotel today, of course. But so I traveled this morning with a delayed flight from Amsterdam. Very happy to be here. Ich freue mich sehr, hier wieder in Berlin zu sein. Es ist immer für uns sehr eine wichtige Stadt, selbstverständlich, aber auch sehr wichtig, weil unsere Partnerorganisation, das wunderbare Anne Frank Zentrum hier in Berlin, so wunderbar auf ihre eigene Weise, aber sehr nah zu uns diese Mission auch hier umsetzt, die wir alle so schätzen auch. Also ich möchte damit anfangen. Sehr geehrte Angehörige der Familie Ledermann, sehr geehrte Anwesende. Die Familie Ledermann Citroen fand 1933 eine Exilheimat in den Niederlanden, nachdem sie aus dem nationalsozialistischen Deutschland im Angesicht der immer größer werdenden Ausgrenzung und Verfolgung fliehen musste. Die Niederlande wurde somit zu einem wichtigen Ort, zu einer zweiten Heimat für die Familie. Für das Anne Frank Haus in Amsterdam sind es 5 ganz besondere Steine, die heute hier wieder weiter verlegt werden. Ich fühle mich dann auch sehr geehrt, auf diese Gedenkveranstaltung im Zuge der Stolpersteinverlegung im Beisein der Familienangehörigen ein paar Worte sprechen zu dürfen. Und ich freue mich, dass so viele Verwandte der Familie Ledermann, insbesondere die Tochter und Enkelin von Barbara Rodbell, früher Ledermann, Suzanne und Sarah Richardson, als Vertreterin der zweiten und dritten Generation hier begrüßen zu dürfen. In der Stadt, als der ihre Familie einst vor der nationalsozialistischen Bedrohung fliehen musste. Wir freuen uns ebenso, weitere Familienangehörigen heute in unserem Kreis zu wissen, die zur Verlegung aus den USA, aber auch den Niederlanden und Frankreich angereist sind. Neben Anne Franks Geschichte, die vor allem Berühmtheit durch die Veröffentlichung des Tagebuchs erlangte, gibt es doch so viele ganz ähnliche Schicksale, an die wir heute auf unterschiedlichste Weise erinnern können. Die Familien Frank und Ledermann lernten sich nach ihrer Flucht 1935 in Amsterdam kennen. Das Geschwisterpaar Barbara und Susanne Ledermann freundeten sich in Amsterdam mit den Schwestern Margot und Anne Frank an. Und aus den Beschreibungen Anne Franks geht hervor, dass Sanne und sie sehr gute Freundinnen waren und beide eine
relativ glückliche Kindheit hatten in Amsterdam, erlebten in Amsterdam. Und auch Barbara umschreibt ihre frühe Jugend eigentlich als sorgenlos. Dies änderte sich selbstverständlich im Mai 1940 mit dem deutschen Überfall auf die Niederlande. Ab diesem Zeitpunkt konnten auch die Niederlande kein sicheres Zuhause mehr für die Familie sein. 1943 wurden Franz Anton, Ilse Luise und Susanna Ledermann nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht. Herrn Citroen wurde 1945 in Auschwitz ermordet. Barbara Ledermann konnte mit Hilfe von gefälschten Papieren den Holocaust überleben, organisierte sich in den Niederlanden im Widerstand und emigrierte schließlich 1947 in die USA. Der Stolperstein, der heute auch für Barbara Rodbell, für Ledermann verlegt wird, ist somit auch ein Symbol für das Überleben. Wir feiern damit ihr Widerstand und würdigen ihr jahrzehntelanges Engagement gegen das Vergessen. Und auch wenn sie leider die weite Reise aus den USA nicht betreten konnte, schicken wir ihr hier aus Berlin und sicherlich auch aus Amsterdam die allerliebsten Grüße. Das ehemalige Versteck der Familie Frank im Hinterhaus der Büroräume Otto Franks ist heute ein Lern- und Erinnerungsort. Erinnern an die Geschichte, nachdenken über die Geschichte und reagieren auf die Geschichte. Das sind die 3 Schritte, die bis heute die Arbeit des Anne-Frank-Hauses bestimmen. Wir möchten Jugendliche mit unserer Arbeit nicht nur dazu bewegen, in ihren eigenen Geschichten nachzudenken, aber auch sie dazu ermutigen, in ihrem eigenen Umfeld aktiv gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung einzutreten. Ich habe schon gesagt, unsere wunderbare deutsche Partnerorganisation, das Anne-Frank-Zentrum, zeigt eine ständige Ausstellung hier in Berlin mit dem Titel Alles über Anne und ist bundesweit mit Wanderausstellungen und verschiedenen Projekten aktiv. Auch hier stehen die Erinnerungen an den Holocaust und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für die Demokratie und gegen Diskriminierung im Vordergrund. Auch Stolpersteine sind Gedenkzeichen, die zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen. Mit ihnen wurde eine Erinnerungsform gefunden, die Individuen in den Mittelpunkt stellt und einen Versuch wagt, die Zahl von 6 Millionen Jüdinnen und Juden greifbar zu machen. Stolpersteine können unterschiedliche Gefühle in uns auslösen. Manche Menschen bleiben stehen, beugen sich hinunter, um die eingraffierten Lebensdaten besser lesen zu können. Verbeugen sich somit vor den Menschen und deren Schicksalen. Einige stellen sich vor, wie die Familie Ledermann hier gewohnt haben, wie der Name, der heute eingraffiert auf den Stolpersteinen zu lesen ist, vor über 80 Jahren genau an dieser Stelle auf dem Kinderschild stand. Wir überlegen, ob die Kinder Sanna und Barbara zum Spielen im Tiergarten gegangen sind, wohin die Eltern Franz Anton und Ilse Luise von hier zur Arbeit aufgebrochen sind oder zum Einkaufen oder vielleicht in ein Konzert, das die Großmutter Ellen Citroen gerne hat. Und an welchen Orten sie sich in Berlin aufhielten. Erinnerung hat auch immer etwas Zukunftsweisendes. Diese Stolpersteine sind Orte der Erinnerung, aber auch Anlässe für Gespräche zur Gegenwart. Sie schlagen Brücke und von gestern ins Heute. Und deshalb freuen wir uns
ganz besonders darüber, dass heute auch Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Tiergarten anwesend sind. Sie werden sich morgen bei einem Gespräch mit Vertreterinnen der Familie Ledermann in der Schule vertieft in der Verfolgungs- und Lebensgeschichte dieser Familie auseinandersetzen. Es ist unsere Pflicht, an die Verfolgten des Nationalsozialismus immer wieder zu erinnern, uns im Heute gegen Antisemitismus und Diskriminierung zu stellen und für Demokratie und Vielfalt eintreten. Stolpersteine sind Gedenkzeichen, die uns daran im Alltag erinnern können. Ich möchte meine Ansprache gerne mit einem Zitat Otto Franz schließen. Was geschehen ist, das können wir nicht verändern, das können wir nicht ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist, aus der Vergangenheit zu lernen und zu erkennen, was Diskriminierung und Verfolgung unschuldiger Menschen bedeutet. Ja, wir spielen heute noch 2 Sätze aus der Seminare für Streichtrio in D-Dur von Ludwig von Beethoven. Und jetzt spielen wir den 4. Satz, Thema Konvariation.
Die amerikanische Botschaft in Deutschland. Heute hier vertreten zu dürfen. Mein Name ist Mary Swartz und es ist mir eine Ehre, hier in Berlin mit dem Thema des Holocaust betraut zu sein. Die Zahl der Opfer des Holocaust gehört zu den Dingen, die in diesem Zusammenhang am schwierigsten zu begreifen sind, weil Zahlen des Frauen nicht beschreiben können. Die Zahlen wirken noch überwältigender, wenn man die Millionen Menschen hinzuzahlt, die ebenfalls betroffen waren, diejenigen, die überlebt haben, aber eben ohne ihre Geschwister, Partner, Eltern, Familien, Freunde. Heute geht es um eine von diesen Millionen Familien, denen das Leben gestohlen wurde. Sanna Ledermann und Barbara Ledermann, ihre Eltern Franz Anton Ledermann und Ilse Louise Citroen Ledermann und ihre Großmutter Ellen Citroen wohnten in Genthiner Straße in Berlin-Tiergarten. Sie flüchteten vor der Verfolgung nach Amsterdam, waren dort aber nur vorübergehend sicher. 10 Jahre nachdem sie Berlin verlassen hatten, wurden Franz, Ilse und Sanna in Abschluss ermordet. Sanna war damals erst 15. Ellen Citroen, die nicht mit in den Niederlanden emigriert war, wurde 1945 in Berlin gefälschter Papiere selbst retten und brachte sich wiederholt in Lebensgefahr, weil sie mit denselben Papieren andere rettete. Barbara Ledermann nahm mehrere Videos für das United States Holocaust Memorial Museum auf. In einem davon sprach sie darüber, wie sie mit der Realität der NS-Unterdrückung zu leben lernte. Darin sagt sie, Angst zu haben, muss man lernen. Deshalb ist das Stolperstein-Projekt so wertvoll. Die Stolpersteine kennzeichnen die letzten 3 Gewaltenwohner dieser Menschen. Sie machen deutlich, dass die jüdischen Opfer des Holocaust keine separat lebende Gruppe waren, die sich durch ihre Religion definierte. Diese Menschen waren Nachbarinnen und Nachbarn. Sie waren Arbeitgebende, Angestellte, Freundinnen und Freunde und ein wichtiger Teil der deutschen Gesellschaft. Und sie nahmen an, in einem Land und einem politischen System zu leben, in dem sie als Menschen anerkannt wurden. Hätte es den Holocaust nicht gegeben, stünden ihren Namen womöglich auch heute noch auf den Klingelschildern dieser Häuser und nicht auf Gedenktafeln ausmessen. Dieses Projekt erinnert uns an unsere gemeinsame Verantwortung, Demokratie zu fördern, Menschenrecht zu schützen und für Rechtsstaatlichkeit einzutreten. Niemand sollte heute mehr lernen müssen, Angst zu haben, wie Barbara damals. Auch daran erinnert uns dieses Projekt und davor müssen wir Sorge tragen.
Nochmals, vielen Dank für die Gelegenheit, heute Abend hier zu sein. Hallo, guten Abend. Wir sind Ele von Tita vom Gymnasium Tiergarten und wir bedanken uns auch sehr, heute bei dem wichtigen Moment dabei sein zu dürfen. Good evening, we're Tita and Ele, students of the Gymnasium Tiergarten, and we're glad to be here today with you and share this special moment. Für uns war es toll, bei der Stolpersteinverlegung mit dabei sein zu dürfen, da wir es bisher nur im Unterricht oder in Geschichten kennengelernt haben. For us, this is an opportunity to actually be in touch with our history and not just another text in textbooks. Diese Erfahrung bringt uns näher der Geschichte und über die Bedeutung, die einem davor nicht so bewusst war. Worüber man aber jetzt, wenn man einen Stolperstein zum Beispiel auf dem Boden sieht, drüber nachdenkt. We come across many different Stolpersteine in our city, but sadly, they're just seen as another normal thing and are almost invisible. Being included in projects like this brings us closer to the German history we learn in school and also gets students to spread awareness of the seriousness of the situation that Germany was in not even 100 years ago. Danke, dass Sie uns dabei haben und wir zuhören durften und Sie morgen in unserer Schule erwarten zu dürfen. Thank you so much for having us here today and also for the opportunity to get to listen to your story in school tomorrow. Have a great rest of your evening. Good evening, and thank you for being here today. Can you hear me? Okay. I am Sarah Richardson, Barbara Ledermann Rodbell's granddaughter. When I began this process of commemoration for the Ledermann Citroen family, this gathering is more than I could have ever imagined. I want to begin with an enormous thank you to all of the people who worked so hard to make this happen. Our family is deeply moved by your dedication to honoring the lost families who once lived here in this neighborhood. I wish to especially thank Mali Tilgner of the Anne Frank Centrum for working with me over the past many months to envision and organize today's events, as well as his colleagues Emily Zasa, Maya Hindiger, and Masha Schafer for the support today. Thank you to the architect, Dirk Newport, for the laying of the stones today. Theo Brucker and Mary Bianchi before him of the Stolpersteine in Mitte project carried this work forward over many years. Sponsorship of the stones comes from the Anne Frank Centrum, represented by Veronica Nahm, from Gabriele Huschinka and Dr. Berge Schmidt-Ehry of the Initiative on Jewish Life and Resistance in the Tiergarten, Daniel Stein of the Heritage Association of Ulhoven, the Stolpersteine Initiative Stierstraße, represented by Sigrun Marx, and students and faculty of the Gymnasium Tiergarten, here represented by Leah Dinger and Carola Freudenberg and the many students that you see here. Thank you also to the members of the Jewish Orchestra, Jewish Chamber Orchestra of Hamburg, Emanuel Mashvinsky, Natalia Alilemska, and Elizabeth Kogan for the musical accompaniment. Librarian Kirsten Grafner of the Wissenschaftskolleg zu Berlin helped me with the initial research for the Stolpersteine. Thank you also to all the speakers today on the program. And thank you to the members of the Rodbell, Ledermann, and Citroen families who have traveled far and wide from here far and wide to join us today, or who are joining us over Zoom. And thank you ultimately to my Oma, Barbara Ledermann Rodbell. We are all here today because of her. 5 years ago, when I was preparing to move to Berlin
For a year-long fellowship, my Oma asked me to see about placing stones in front of her family house at Genthiner Straße Nr. Her grandmother, Ellen Philippi Citroen, and grandfather, Hendrik Citroen, lived one street over on Genthiner Straße, and her father, Franz Ledermann, had law offices staffed with secretaries and clerks right below the large family apartment on Genthiner Straße. She remembers playing with her sister on the stone bird sculptures, possibly in Lützow, shopping for shoes at Kada Way, and exploring the whole city of Berlin with her mother and father. This past Sunday, we celebrated my Oma's 97th birthday. Her eyes are bright. She greets each day with joy and optimism. She has lived a life of freedom, strength, and principle. What happened in the first part of her life does not define her and is not her whole story. She is fond of the saying that living well is the best revenge. But that does not mean that all of this is not a part of her. She speaks of her mother, father, sister, and grandmother often. Even in recent years, I have known her to openly weep when describing her anger at the pointless loss of her family's lives, especially her young sister, Susanna. I love, admire, respect, and enjoy my Oma. She has a lust for life, an inner dignity, and a sense of the bigger picture more than almost anyone I know. She has always had high expectations for me and placed her trust in me, and that has given me great strength and confidence in my life. After Nazi Aryanization laws made it impossible for Barbara's father to continue to practice his profession as an attorney in Berlin, the family left their Genthiner Straße home for Amsterdam. This was an enormous change for Barbara. In Berlin, the family kept a full staff, including a cook and a nurse for the children, who even wore a nurse's uniform with a little red cross on it. The Genthiner Straße apartment was so large it could accommodate 2 grand pianos. In Amsterdam, things were far more modest. Ilse Ledermann Citroen, her mother, now had to do everything in the home, and Franz had to go through a 3-year process of relicensing to practice law, now in Dutch. In 2019, Mary Bianchi of the Project Stolpersteine initiative for the Mitte area confirmed the location of my Oma's former home by consulting historical directories and overlaying historical maps of the neighborhood with today's layout. And that identified the correct location to be Genthiner Straße 14. I learned from Mary with special joy, and this has been mentioned already, that following the Stolpersteine initiative's principle of family unification, a stone with Barbara's name could be laid alongside that of her deceased mother, father, and sister, and her beloved and admired grandmother, Ellen Citroen, Ilse's mother, who was also born and raised in Berlin. And this acknowledges the impact of the Nazi persecution of Barbara's family on her life, too. And I need to take a moment to note that these 5 stones are but a sliver of the loss of life in our extended family during the Holocaust. Franz's sister, Käthe Ledermann-Kempfer, was on the train with him to Auschwitz and was murdered that same day. Among the Citroen family on Ilse's side, 27 members of the family were murdered in the camps. Among the Philippis, in addition to Ellen, 5 of her brothers and sisters, all born and raised in Berlin, were murdered in the camps. These acts left Barbara Ledermann a stateless, familyless, and virtually penniless orphan at age 17. So Barbara was 16 when she separated from her family to acquire false papers to live underground in Amsterdam during the war, where she survived, making her own living, supporting resistance efforts, eating tulip bulb soup, and shivering under flea-ridden blankets. In 1943, her family was arrested and removed to Westerbork camp, where they resided for 5 months. In archives at the Anne Frank House in Amsterdam, I was shown a most startling artifact of this event. It was a bill to Franz Ledermann for the changing of their locks
after the house was ransacked after they were deported. On November 16th, the Ledermans boarded a train from Westerbork to Auschwitz. 3 days later, when they arrived on November 19th, 1943, Barbara's mother, father, 15-year-old sister, and aunt were immediately gassed upon arrival, and Ellen Citroen died a year later at Bergen-Belsen. There is a book titled Letters from the Ledermans that reprints 50 letters written among the family in the immediate period before the deportation and during their months at Westerbork. The letters were written to Ilse's brother, Paul Citroen, and to Barbara Ledermann, who was in hiding at age 16 again, and working frantically to send them the items they needed to get by. The letters are heartbreaking to read. They chronicle the family's humor and search for dignity through a slow and then increasingly rapid boil of horrors experienced in the midst of birthday greetings and reports on school progress. They show a close family, in love with life, optimistic, rooted in a wide community, and determined to hold their heads high and live their lives fully to the end. The letters detail the family's desperate efforts to save Ellen and to secure, at one point, emigration to Israel, followed by their final deportation to Westerbork on June 20th, 1943, which Barbara narrowly escaped. And the last letter is a short postcard that was thrown from the train as they departed for Auschwitz in November 1943, on the day of their transport. Barbara would not be able to confirm what happened to her family for several years. At the end of the war, she waited on train platforms and implored the International Red Cross for evidence of their status. Ultimately, at age 18, it seemed she was alone in the world. This series of losses continued when she left Europe for good, arriving in New York City in 1947. Today, we are an American family that exists and persists because of her amazing endurance. She had 4 children, the first 2 named after her dear sister, Susanna, my mother, who is here with me, and the second after her beloved Uncle Paul, here as well, and his grandson, and her Uncle Paul's grandson, Jeroen, also joins us. Her son Philip, named after Ellen Philippi, and her grandchildren Max and Eric, and from her third son, Andrew, also join us. One of the tragedies of the loss of these individuals and their life possessions is that the information we have about the Ledermans, Citroen, and Philippi families in Berlin is minimal and incomplete. Amongst our family, we know very little about Franz, Ilse, Susanna, and Ellen, except what my Oma recalls, and she has an excellent memory, and what remains in fragments of photographic and written memorabilia. Here are some things we know. Ilse was born, raised, and educated here in Berlin on Genthiner Straße. Her father was a textile merchant with a large international business in furs. The business was located up until 1938 in Verdische Markt near Gerson's department store. Franz, who was born in Silesia and educated in Zurich, established an international law practice in the heart of Berlin. The Ledermans were a highly educated, artistic, musical, upper-class family with a staffed house, winter ski vacations, and a Citroen family vault in the new Jewish cemetery at Weissensee. They were secular Jews who considered themselves German first, who celebrated Christmas, and who loved the city of Berlin, reveling in its history and participating in its immense cultural offerings. My Oma says that to the end, her father, a law-abiding humanist, would never believe that the Germans would actually carry out what was foretold by the violent Nazi rhetoric. Although she assimilated to Dutch life and came to love Amsterdam and later the United States, for the rest of my life, my Oma would describe herself as being from a very good German family. She reads and writes German and speaks Berlinese from her era, and she is always quick to remind those who hear her tale that there were many good Germans too. 2 more things can be gleaned about the Lederman family from what remains. First,
Franz had a wonderful wit. From Westerbork camp, he wrote wry letters complimenting the terrific food and joking that he would not recommend it for an extended stay. One treasured relic that we have of his wit is a 1924 Berliner Tagesblatt essay considered a genuine classic of humorous writing that has been passed down through generations of amateur chamber musicians, titled Meet Me at the Fermata. In the essay, Franz writes with loving and self-deprecating humor of the foibles of amateur weekend chamber music players. How I wish I could have known him. This brings us to the second thing we know about the family, that Franz and Ilse were avid amateur chamber musicians. She on the piano, he on the violin and viola, and that this formed a core of their social life there on Genthiner Straße. In a guest book, this has been mentioned, preserved at the United States Holocaust Memorial Museum, titled Musik im Haus Ledermann, the family recorded the names of visitors and the musical program for Sunday gatherings and concerts at their apartment. For this reason, music has been central to my vision of how we would bring the spirit of this family to life, the laying of these stones. So I really am overjoyed that we have with us members of the Jewish Chamber Orchestra of Hamburg who consulted the Lederman Sunday book to bring us some of the pieces that were played here in the Tiergarten. As we listen, I want to imagine Ilse's cakes on the sideboard, the girls playing with dolls in the corner, the warm coming together of friends, and the physical joy and mental uplift and occasional shared laughter at a flub as the players powered through a piece together to meet at the fermata. The stones we have laid today do not belong to our family. They are for all who encounter them to absorb and interpret in their own way. What I hope is that the stones provoke for passersby a reflection on the unspeakable, ongoing tragedies in this world, including any event orchestrated by the powerful that leaves a family decimated and a child orphaned and alone in the world, that displaces families from all they have known, or that dehumanizes a class of people to the point that killing them can be rationalized and routinized. On this day, I am thinking, for example, of the families facing the destruction of their homes and whole communities in the Ukraine, and of the cruel detention of Mexican and Central American immigrants in border patrol camps in the United States, often separating parents and children for years. I ask you to imagine these families in 90 years, returning to the original site of wholeness, the last freely chosen residence, as the Stolpersteine Project puts it, and contemplating what could have been. Here we are, nearly a century since the Ledermann and Citroen families were whole and complete, living on Genthiner Straße and Genthiner Straße, and our family is still remembering. And yes, despite our enormous relative privilege and security today, sometimes crouching in fear and anxiety. Each person in our family carries this overwhelming, violent tear in our family lineage in our own way. To be sure, the meaning of these Stolpersteine is also highly individual to each person in my family. I cannot speak for them, nor for my ancestors, whom I never knew. But in closing, allow me to express some hopes, reflecting only on my own journey in pursuing the placement of these stones on behalf of my own life. I love the city of Berlin. I feel evermore that it is a part of me, and these stones make that even more tangible. The story of the Ledermans inspires me to celebrate life and survive, persist, and build new traditions and community in spite of everything. And as I said when we were placing the stones, these Stolpersteine feel more like stepping stones, one new toehold on a very personal journey toward understanding, forgiveness, closure, and wholeness. Thank you.
letzter Musikbeitrag heute ist ebenfalls ein Satz aus der Serenade für Streichtrio in D-Dur von Ludwig van Beethoven, und zwar der zweite Satz Adagio.
Familie. Liebe Familie Ledermann, sehr geehrte Gäste, mein Kollege Mani Tilgner und ich, Veronika Nahm vom Anne-Frank-Zentrum, möchten die Veranstaltung in diesem Raum abschließen und Ihnen noch ein paar Hinweise für die Zukunft geben. Zum einen möchten wir Sie sehr herzlich einladen in unsere Ausstellung hier in Berlin mit dem Titel Alles über Anne. Dort können Sie mehr über die Familie Ledermann, vor allem über Sanne und Barbara erfahren. Und Sarah Richardson hat es gerade so eindrücklich beschrieben, dass viele Dinge auch nicht bekannt sind der Familie und dass es nicht so viele Quellen gibt, nicht so viele Fotografien und so. Das ist eben sehr im Gegenteil zur Familie Frank. Aber die Familie hat die Ausstellung auch schon besucht und dabei festgestellt, dass sich manche Dinge natürlich dort in den Bildern der Familie Frank auch wiederfinden. Also zum Beispiel die Umgebung, den Redeplay, aber auch Fotos von der Deportation, die man dort in unserer Ausstellung sieht. Zum anderen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir im Anne-Frank-Zentrum jedes Jahr rund um den 12. Juni, den Geburtstag von Anne Frank, einen bundesweiten Aktionstag für Schulen durchführen, wo wir Schulen mit verschiedenen Materialien versorgen. Und in diesem Jahr hatte dieser Schulaktionstag das Thema ein Foto hier mit Barbara und Sanne und Anne und weiteren Freundinnen auf dieser Postkarte, die Schülerinnen dann bekommen haben und auf denen sie schreiben sollten oder Ideen sammeln sollten, wie kannst du Schülerinnen unterstützen, die heute diskriminiert werden. Wie gesagt, für alle pädagogisch Arbeitenden, dieser Schulaktionstag findet in jedem Jahr statt und man kann sich ab Januar oder Februar dafür anmelden und dann bekommt man eben diese Materialien. Und vor einiger Zeit haben wir auch im Anne-Frank-Zentrum eine kleine Sonderausstellung gezeigt mit dem Titel Anne, Hanne und Sanne. Das ist ein Zitat aus dem Tagebuch. Anne hat gesagt, man sah die Leute, die Nachbarn, haben gesagt, ach, da sind wieder Anne, Hanne und Sanne, wenn sie eben über den Redeplan gegangen sind. Und bei dieser kleinen Ausstellung haben wir eben auch versucht, möglichst viele Informationen über Sanne Ledermann zu finden und eben auch die wichtigen Orte in Berlin zu verorten. Weil Sie sehen bei der Ausstellung eben den Berlin-Plan. Hanna Pigossa ist mit ihrer Familie aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Sanne ist mit ihrer Familie aus Berlin geflohen. Und Fritz Pfeffer ist eben auch hier in Berlin, hat auch in Berlin gelebt und ist von hier nach Amsterdam geflohen. Als letztes möchte ich Ihnen noch erzählen, dass wir derzeit ein Projekt haben, ein ganz neues Projekt, das heißt Geschichte vor dem Schultor. Und da versuchen wir, Berliner Schulen zu vernetzen, die Lokalgeschichte erforschen. Also beispielsweise die Geschichte von jüdischen Schülerinnen oder Lehrerinnen an ihrer Schule oder die sich eben auch mit den Stolpersteinen, die sich um ihre Schule befinden, befassen. Und wir haben ein ganz besonderes Projekt in diesem Projekt, das heißt Stolpersteine zum Sprechen bringen. Da sind auch die beiden Initiatorinnen heute hier. Genau, Steffi und Nicola. Und das Projekt ist noch ganz neu, aber Sie werden bald mehr auf unserer Website erfahren und dann eben auch Kontakt herstellen können oder Kontakt aufnehmen können. Weil wir haben das Gefühl, dass in Berlin tatsächlich sehr viel passiert. Also auch hier, das haben wir heute gehört, auch hier am Nachbarschaftshaus, aber auch an Schulen und mit Jugendlichen, aber dass manchmal man nicht so genau voneinander weiß. Und unser Ziel ist eben, die vielen lokalgeschichtlichen Initiativen, vor allem mit Jugendlichen, zu vernetzen. Und die ganz direkte Gegenwart, Zukunft, über die spricht mein Kollege Mann. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, also bei thanks to you, to your family, the family Ledermann Citroen, who came all this way here. Und danke auch nochmal an Gabriele Golitschke für auch den Kontakt hier sozusagen direkt in das Viertel hinein, auch für bei der Unterstützung, dass wir überhaupt diesen Saal nutzen konnten. Und ich würde Sie jetzt dazu herzlich einladen, direkt im Anschluss
an diese Veranstaltung, gemeinsam nochmal rüberzugehen zu den frisch verlegten Steinen und dort dann, wenn Sie möchten, auch nochmal Blumen abzulegen. Und damit würde ich dann diese Veranstaltung beenden und mich auch bei allen anderen Gästen bedanken, dass Sie hier waren.